Wir haben den 10. Februar 2022 und wir sind gerade angekommen beim Stellplatz Milucar in Torrox, Andalusien, Spanien. Und den möchte ich heute vorstellen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Zum Stellplatz geht es bergauf. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man rechts nicht zu nah an die Wand kommt. Dann kann schnell was passieren. Wir haben reserviert hier. Wir hatten Glück, dass wir hier einen Platz bekommen haben. Ein anderer Camper hat abgesagt. Und so werden wir jetzt hier eine Woche verbringen. Diesen Platz gibt es etwa seit 2 Jahren. Er hat Platz für 36 Mobile. Und bis zu einer Länge von 10 Meter können hier Wohnmobile stehen. Wir haben einen Platz im Außenbereich bekommen und so können wir weit aufs Meer hinausschauen. Wie man sieht, sind die Plätze geschottert und haben eine Breite von etwa 5 bis 6 Metern. Wir haben unser Auto hier nicht mit hingenommen, das haben wir in Palermo beim Camping Mar Azul stehen lassen. Wir haben hier unsere Fahrräder und die reichen uns hier voll aus. Am nächsten Morgen scheint die Sonne, dann sieht die Welt schon besser aus. Am Morgen verlassen dann einige Camper den Platz, aber es rücken dann auch immer gleich wieder neue Camper nach. Dieser Platz ist bis in den März hinein voll ausgebucht. Man sieht, am Platz führt eine Straße vorbei. Der Straßenverkehr ist am Tage zu hören. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Er kostet in den Wintermonaten 12,50 €, im Sommer 15 €. Es gibt bei längerem Aufenthalt Preisnachlässe. Strom gibt es auch, geht nach Verbrauch. Die Kilowattstunde kostet 45 Cent. Betreiber des Platzes ist ein niederländisches Ehepaar, die beide hier diesen Platz betreuen. Vorne hier in dieser Rezeption findet man die junge Frau. Sie ist sehr freundlich und hat uns auch freundlich empfangen. Guten Morgen, willkommen auf Milucar. Hallo, guten Morgen. Hallo. Hallo, ich bin Marcella, Betrieber von Milucar, zusammen mit meinem Mann Martin. Eine Frage, dürfen hier auch Wohnwagen stehen? Wir erlauben Wohnwagens nur mit einer Markise. Kein Zelten, nichts. Nee. Okay. Hier in der Rezeption meldet man sich an und kann sich auch gleich frisches Brot für den nächsten Morgen bestellen. An der Zufahrt des Platzes findet man eine große Tafel mit einem Foto drauf. Von oben sieht man den Platz und die Aufteilung. Vor der Einfahrt ist auch ein Parkplatz. Dort stellt man, wenn man mitgebracht hat, einen PKW ab und auch den Trailer bzw. Anhänger. Eine großzügige End- und Versorgungsstation ist vorhanden mit einem Bodeneinlass und man kann natürlich auch seine Kassette ausschütten. Direkt neben der Entsorgung ist ein Container, ein Sanitärcontainer. Dort drin sind Toiletten und auch Duschen. Es gibt auch einen separaten Sanitärraum für Behinderte. Ansonsten gibt es jeweils eine Toilette und Dusche mit Waschbecken drin für die Herren und natürlich dann auch einmal für die Damen. Duschen ist kostenpflichtig, kostet 1 €. Im Außenbereich gibt es eine Waschmaschine und eine Abwaschmöglichkeit ist auch da. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Der Stellplatz liegt etwa 50 Kilometer vor Malaga. Der Ort heißt Torrox Costa. Er liegt nur wenige Kilometer entfernt von der Autobahn A7.
Wir sind ja hier fast direkt am Meer. Man geht hier über die Straße vom Stellplatz aus und dann ist man schon am Strand. Der Strand besteht hier aus feinem dunklen Sand und weiter zum Wasser hin findet man Kieselsteine, grobe Kieselsteine. Im Wasser ist allerdings wieder feiner Sand. In vielen Regionen in Spanien darf man ja nicht mit dem Hund an den Strand. Hier gibt es einen Hundestrand. Ich weiß aber nicht genau, von wo bis wo der geht. Aber man sieht hier ja Hundebesitzer mit ihren Hunden am Strand. Man findet hier am Strand immer wieder Bars und kleine Restaurants, wo man was essen oder trinken kann. Nicht alle haben geöffnet, aber einige sind geöffnet. Parallel zum Strand führt ja eine Durchgangsstraße vorbei. Auch an dieser Straße gibt es Restaurants und Bars. Sie sind alle fußläufig vom Stellplatz in wenigen Minuten zu erreichen. Etwa 2 Kilometer entfernt ist der Ort Torrox Costa. Dort gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Discounter und so weiter. Und dort gibt es auch eine schöne Promenade. Das kann man zur Not zu Fuß schaffen, aber wir haben das mit dem Fahrrad erledigt. Auch hier kommen wir wieder an Bars vorbei, die auch nur wenige 100 Meter vom Stellplatz entfernt sind. Das ist ja die N340, die wir hier jetzt befahren. Nicht überall gibt es Fahrradwege, so müssen wir uns dann mit der Straße behelfen und kommen jetzt hier in den Ort Torrox Costa. Direkt vor der Promenade sehen wir eine Aussichtsplattform mit einem gläsernen Boden. Von hier aus haben wir nicht nur einen Blick aufs Meer, sondern auch auf die langgezogene Promenade. Hier haben wir auch einen Badestrand mit feinem Sand und keinen Steinen. Torrox Costa hat eine der längsten Promenaden Andalusiens. Hier leben auch viele Deutsche, so wird der Ort auch Deutsches Dorf genannt. Auch hier gibt es wieder viele Restaurants und Bars. Einige Restaurants haben sich hier auf Fischgerichte spezialisiert. Diese lange Promenade soll nicht nur am Tag schön sein, sondern auch bei Sonnenuntergang. Das wurde mir noch gesagt. Am Abend ist diese Promenade kein Ballermann. Es geht eher hier ruhig und gemütlich zu. Nicht weit entfernt sind die beiden großen Discounter, die man kennt. Und auch der Supermarkt Mercadona ist in unmittelbarer Nähe, also vom Stellplatz aus schnell zu erreichen. Fahrradwege findet man hier in der Stadt eher wenige, so muss man meistens hier auf der Straße fahren. Das ist natürlich nicht immer so angenehm. Wer nun nicht gerne mit dem Fahrrad fährt, der hat auch die Möglichkeit, sich hier an dem Stellplatz ein Auto zu mieten. Informationen gibt es dazu an der Rezeption oder man kann das Ganze auch online einsehen. Wir kochen gerne draußen, wenn möglich, und bereiten auch gern mal eine typisch spanisches Gericht zu, und zwar eine Paella. Und dabei haben wir natürlich immer einen Blick aufs Meer. Und dabei haben wir auch schon Glück gehabt und Delfine gesehen. Darauf hatte ich ja schon hingewiesen, der Stellplatz liegt in der Nähe einer Straße und auch einer Kreuzung, wie man hier sieht. Der Verkehr ist am Tage zu hören, aber am Abend lässt er stark nach und in der Nacht fährt kaum ein Auto hier.
Jetzt nochmal ein Hinweis zur Internetseite. Das machen inzwischen einige Stellplatz- und Campingplatzbetreiber, dass man online einsehen kann, welche Plätze noch frei sind und welche man noch buchen kann. Man kann dann zum Beispiel auch online sich hier was reservieren. Man sieht hier in diesem Fall, dass der Monat Februar voll ausgebucht ist. Erst im Ende März werden Plätze frei. Aber da muss jeder dann mal reinschauen, wenn er Interesse hat und sich das Ganze hier ansehen. Wer sich hier ein Auto mietet, der kann natürlich auch in der weiteren Umgebung einige Erkundungen machen, zum Beispiel Malaga oder Camino del Rey, diesen Wanderweg dort in den Bergen. Also da hat man hier einige Möglichkeiten, was zu unternehmen. Etwa 2 Kilometer entfernt vom Stellplatz, dort gibt es eine Repsol-Tankstelle. Dort kann man seine Gasflasche tauschen, wenn man eine von Repsol hat. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad im Strand entlang Richtung Torre de Mar. Leider kann man nicht überall so schön hier am Strand fahren. Teilweise muss man dann auf die Straße und das ist die N340, das ist natürlich nicht so schön. Hier am Strand ist natürlich schön zu fahren. Wenn man hier ein Fahrrad dabei hat, ist schon nicht schlecht. Man kann hier mit dem Fahrrad schon einiges erkunden. Es wird ja mal gerne nach den Temperaturen gefragt. Ja, wir hatten nachts 13, 14 Grad, jetzt Mitte Februar. Und am Tage waren es teilweise erheblich über 20, aber wir haben auch Tage gehabt mit 16, 17 Grad. Was uns auch aufgefallen ist, es wird wieder fleißig gebaut, es entstehen wieder neue Feriendomizile. Von unserem Platz aus haben wir immer eine Sicht auf die Zufahrt vom Stellplatz und da sehen wir dann häufiger, wie mobile anreisen, aber leider hier keinen Platz bekommen. Das ist im Moment leider so, das ist ein bisschen schade. Gerne weise ich auf meine Stellplatzkarte hin, dort findet ihr alle Stellplätze, worüber wir jeweils ein Video erstellt haben. Auch Campingplätze sind dabei. Es dauert allerdings immer 2-3 Tage, wenn ein neues Video rausgekommen ist, bis dann der Stellplatz hier auch auf der Karte zu sehen ist. Das war mein Bericht zum Stellplatz Miluca in Torres Costa. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.